Zudem meint nicht nur Thomas Barnett, dass es ein amerikanisches Jahrhundert geben wird. Also das 21. Jahrhundert wird ein amerikanisches sein. Dies steht in krassem Widerspruch zu dem, was der russische Politikanalyst Peikin sagt. Er redet nämlich von zwei Prädiktoren, also Vorausbestimmenden. Das eine ist die US-Landeselite und das andere, so meint Peikin, wären britische Adelige. Ich muss mich hier ein bisschen kürzer fassen. Ich mache ja Antwortvideos und das Thema kommt bestimmt, denn diese britischen Adeligen sind nichts anderes als Normannen. Und britische Historiker sagen, Normannen sind die besten Katholiken, aber die übelsten Christen. Das ist nicht meine Wortfindung. Denn es geht um nichts anderes als um die Redistribution of Wealth. Das ist ein katholisches Programm, eine Umverteilung des Eigentums. In der Phase stecken wir heute. Das Programm wird umgesetzt. Und Professor Walter Veit hatte schon damals, 2004, Beispiele aus Südafrika gebracht, wo wir heute hier landen. Und er sagte auch damals, was damals, 2004, in Südafrika bereits existent war, werden wir hier bekommen. Und wir müssen nur die Tagesmeldungen durchgehen. Es ist genau so und es kommt auch noch schlimmer. In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Kanal Odysseus, der sich sehr mit dem ganzen Thema Internet 5G, also der fünften Generation, beschäftigt, unter anderem aber auch mit dem weltweiten Abriss von Kirchen, Gotteshäusern und auch dem Explodieren oder der Vernichtung von Buddha-Statuen in China aktuell. Um das nochmal zu verdeutlichen, selbst die Taliban haben vor vielen Jahren in Afghanistan schon damit begonnen, Buddha-Statuen zur Explosion zu bringen, also sie zu vernichten. Und das fand damals ein großes Presseecho, währenddessen heute das Gleiche, was in China geschieht, also die Zerstörung von Buddha-Statuen, kaum gewürdigt wird. Aber auch in China werden Kirchen zerstört, dort gibt es ja auch einige. Weltweit betrachtet werden allerdings tausende Kirchen zerstört, also zum Beispiel in Frankreich mehrere tausend, und das dann unter fadenscheinigsten Begründungen, dass da ein Parkplatz hin muss oder bei uns hier, dass die Kohle abgebaut werden muss, die sich unter der Kirche befindet, etc. Das Ganze, das muss man im größeren Zusammenhang sehen und hierzu gab es ebenfalls auf dem Kanal von Odysseus das Video Gedankenkontrolle mit 5G-Patente. Es muss wohl nicht erwähnt werden, dass damit natürlich jede Menge Unfug getrieben werden kann. So könnte zum Beispiel simuliert werden, dass einige Leute plötzlich ihren Gott hören, der mit ihnen höchstpersönlich spricht und so weiter. Und denen womöglich noch irgendwelche Befehle gibt, die dann ausführen. Ja, und da könnte auch jede Menge Mist zustande kommen. Und wir sehen es ja am Nahen Osten, der wird ja auch völlig zerstört und so weiter. Und früher oder später werden die Leute dort vom Glauben abfallen. Wie auf dieser Karte hier vom US-Militär aus dem Jahre 2006, was da alles geplant ist, was auf dieser Karte nicht zu sehen ist, ist zum Beispiel Belutschistan. Die ganzen Grenzen werden verändert. Alles wird in solche Teile zerkleinert, dass man gut regieren kann dort. Und allem übergeordnet ist dann eben diese neue Ein-Welt-Religion. Ich hatte aber in vorherigen Videos schon zeigen können, wo das bei uns landet. Wenn hier erstmal eine Depopulation auch die Folge sein wird, werden die Menschen so reagieren wie in der Vergangenheit. Das heißt, wir werden wieder eine kameralistische Gesellschaft. Das Gemeindewohlfördernde wird im Vordergrund stehen. Was allerdings nicht ausschließt, dass die Leute ebenso drauf reinfallen wie überall anderswo, wie damals auch zu Zeiten der Französischen Revolution, wo es so einfach war, eine neue Religion einzuführen. Und da hätte man dann eine Ein-Welt-Regierung über den geistlichen Weg sozusagen. Der Terrorist entpuppte sich, oh Wunder, als ein multiples Sprachtalent. Die Aufschriften waren nämlich in den verschiedensten Sprachen verfasst. In Englisch, Russisch, Bulgarisch und sogar Georgisch. Alle Aufschriften bargen Information über die Konfrontation der christlichen Welt mit der islamischen. Wir sollten uns aber Folgendes fragen.
Vor welchem Hintergrund passierte all das? Ich habe bereits mehrfach erwähnt, dass zurzeit in der Welt ein Steuerungsmanöver zur Verlagerung des Konzentrationszentrums der Steuerung aus Europa und dem englisch-amerikanischen Block abläuft, der euroatlantische und der eurasische Block. Das euroatlantische Konzentrationszentrum der Steuerung verlagert sich hauptsächlich, aber nicht hundertprozentig nach China. Das eurasische in den Iran. Diese werden zukünftig zu den zwei Konzentrationszentren der Steuerung ausgebaut. Und was für eine Art Konzentrationszentrum der Steuerung wird es im Iran geben? Der Iran ist ein Land, welches zur führenden Macht in der islamischen Welt aufgebaut werden soll, um den richtigen Islam vorzugeben. Das ist das Land, das nach ISIS nach Europa kommen sollte. Erst soll ISIS die historisch entstandenen europäischen Länder demontieren und danach soll der nach ISIS aufkommende Iran die ISIS zerstören und neue Länder im Rahmen des europäischen und des islamischen Kalifats organisieren. Also, das Konzentrationszentrum der Steuerung wird verlagert. Aber worin unterscheiden sich China und der Iran hinsichtlich ihrer Existenz als Konzentrationszentrum der Steuerung? Die Umweltsituation in China ist sehr marode und der Iran hat keine besonders guten Klimabedingungen. Beide Länder eignen sich zwar gut als Konzentrationszentren der Steuerung bzw. als Verwaltungszentren und erfüllen ihre Rollen, allerdings muss die globale Elite doch irgendwo leben können. Es ist für niemanden mehr ein Geheimnis, dass es ein Projekt der sogenannten schwimmenden Städte gibt. Aber es gibt auch ein bodenständigeres Projekt, bei dem die Paradiesorte der Erde wie Neuseeland Zentren, Residenzen oder Erholungsorte der globalen Elite werden sollen. Dazu muss dieser Erholungsort entsprechend vorbereitet und umgewandelt werden. Und hier ist ganz wesentlich, dass der Terrorist ein Weißer war und der Anschlag gegen die Muslime verübt wurde. Wir beobachten im Moment zwei Prozesse. Der erste ist die vollständige Diskreditierung der christlichen Kirche in Europa. Schauen Sie mal auf eines der letzten Ereignisse. Was für ein Zufall, der australische Bischof wurde wegen Pädophilie verurteilt. Gleich darauf folgt der Anschlag, der durch jemanden verübt wurde, den man zu den WASP, White Anglo-Saxon Protestant, zuordnen kann. So bezeichnet man einen weißhäutigen protestantischen Angelsachsen. Übrigens, heute ist ein weißer heterosexueller Amerikaner protestantischen Glaubens der am meisten unterdrückte Mensch in der westlichen Welt. Und alles andere, all die Perversionen werden mit Freuden akzeptiert. Ein normaler weißer Mann hingegen wird am meisten unterdrückt. Und ebenso ein Mann wurde zur Begehung des Terroraktes ausgesucht. Für ihn wurde eine bestimmte ideologische Basis vorbereitet. Diese ideologische Basis wird noch mehrmals eingesetzt. Man wird sich noch mehrmals an diese wenden. Die Frage ist aber die folgende. Die Stadt heißt Christchurch, aus dem Englischen Kirche von Christus. Was bringt die christliche Kirche mit sich? Sie bringt Hass gegen Andersdenkende. Hier kann man eine klare Parallele zu den Kreuzzügen erkennen, als Muslime mit Christen um die Kontrolle über den Sarg Gottes, um die Stadt Jerusalem gekämpft hatten. Wozu hatte die globale Steuerung diesen Umstand nötig? Die Sache ist so, dass jetzt in der obersten politischen Elite, die dem globalen Prädiktor angehört, globale Elite, auf eine verstärkte Art und Weise vom Christentum
auf den Islam übergegangen wird. Und das ist der zweite Prozess, der gerade abläuft. Das wird weder öffentlich gemacht, noch zur Schau gestellt. Und trotzdem wechseln die obersten Verwaltungskreise ihre Religion vom Christentum zum Islam. Bereits im Jahre 1986 wurde die Idee aufgeworfen, dass die Mitglieder der heute regierenden Dynastie Großbritanniens Nachfolger des Propheten Mohammed seien. Seit dem Jahre 1986 bis heute kursiert diese Idee immer häufiger in den Medien. Wozu ist das nötig? Das erfüllt den Zweck, dass diejenigen, die der globalen Elite angehören, ihren sogenannten historischen Glauben, den Islam, wiederherstellen und zur neuen Elite zugehörend bleiben können. Zur gleichen Zeit werden alle islamischen Länder als Kanonenfutter für den Umbau der Welt benutzt. Das heißt, eine Zeit lang wurde die Welt auf der Basis des Christentums regiert, nun aber wird die Welt und die Globalisierung auf der Grundlage des aufs Neu gebildeten Islams gelenkt. Um dies zu erreichen, ist das jedoch notwendig, dass die globale Elite ihre, sagen wir mal Konfession, vom Christentum zum Islam wechselt, also zu Muslimen wird. Dieser Prozess ist gerade am Laufen. Was bedeutet ein Anschlag in der modernen Welt außerdem? Sehen Sie, womit wird jeder bedeutungsträchtige Anschlag seit dem Anschlag im Jahre 2001, als die Zwillingstürme eingestürzt waren, begleitet? Er wird mit der Beschneidung der Rechte der Menschen begleitet, wo strenge Regelungen eingeführt werden, durch welche den Menschen ein Teil ihres Privatlebens genommen wird. Während Neuseeland als Erholungsort geplant wird, als sogenanntes Freizeitzentrum der zukünftigen globalen Elite, wird die staatliche Tätigkeit Neuseelandes so umgebaut, dass dort keine Fremden mehr auftauchen und sich die gesamte Herde, gemeint sind die Statisten und nicht die globale Elite, in einem strengen Rahmen mit vorbestimmten Verhaltensregeln wiederfindet. Diese Dinge müssen im Voraus erledigt werden und dafür werden bestimmte Prozesse in Gang gesetzt. Der Anschlag an sich hat gezeigt, dass die Polizei ihre Aufgabe nicht erfüllt hat, denn der Terrorist stellte vor seiner Tat Informationen über seine Planung des Anschlags ins Internet, was angeblich keiner bemerkt haben will. Was ist also notwendig? Es muss eine gewisse Zensur eingeführt werden. Das Zuwanderungsgesetz, die Regelungen für den Arbeitsmarktzugang und weitere Bereiche. Das alles muss auf eine gewisse Weise umgearbeitet werden. Also, das Lebenserhaltungssystem des Bedienungspersonals, der Bedienungsbevölkerung, muss an das Vorhandensein der globalen Elite im neuen Erholungsgebiet angepasst werden. Der Sinn und Zweck des Anschlags von Christchurch ist, dass Neuseeland auf seine neue Funktion als Erholungsgebiet der globalen Elite vorbereitet wird. Damit die gesamte globale Steuerung vom Christentum zum Islam transformiert werden kann, musste folglich der Anschlag durch einen weißen Mann, eine WASP, und gegen die Muslime verübt werden. Denn ich wiederhole, die gesamte globale Elite wird heimlich, still und leise islamisiert. Sie schaffen für sich ein neues Erholungsgebiet. Das ist der Sinn dieses Anschlags und der damit verbundenen Aktivitäten. Ich wiederhole, wir werden in Zukunft noch viel mit diesem Anschlag zu tun haben. Der Mann hat nicht umsonst ein über 70 Seiten starkes Manifest verfasst. Hat er es denn wirklich geschrieben? Was für ein Genie er doch ist. Kann er doch in allen Sprachen der Welt verschiedene Berichte verfassen.